Herr Baumgärtner, ich hoffe, es geht Ihnen gut in dieser verrückten Zeit, die wir da gerade durchleben. Es ist ja wirklich noch nie da gewesen in der Art und Weise. Und wir alle sind betroffen in der einen oder anderen Art und Weise. Und wenn es nur bedeutet, dass man mal öfter daheim bleiben muss, aber selbst das trifft die Leute. Wie würden Sie denn, wenn Sie sich die Stadt München anschauen und gerade auch aus Ihrer Sicht für Arbeit und Wirtschaft, wie stark wurde München denn getroffen? Also ich glaube, man muss eine gute Bestandsanalyse machen, um zu wissen, wie stark es München getroffen hat. Man darf aber auch, wenn man die Bestandsanalyse dann mal vollzogen hat, nicht in Agonie verfallen. Man darf nicht nur den Pessimismus sehen, sondern man muss wirklich nach vorne blicken. Und ja, München hat es brutal getroffen. Das liegt einfach daran, dass zum einen die Automobilindustrie ein sehr starker Bereich ist, das verarbeitende Gewerbe in München sehr präsent ist, dass wir starken Tourismus hatten und dass wir natürlich auch vom Tourismus ausgehend ein großes Messewesen hatten, Veranstaltungen, Kongresse und Ähnliches. All das ist weggefallen. Und bis zum heutigen Zeitpunkt ist es auch völlig unklar, wann es wieder beginnt. Es gibt ein paar Branchen, die profitieren. Die augenfälligste ist vielleicht so der DM um die Ecke. Das war die Klopapierdiskussion ganz am Anfang. Und natürlich auch die Lebensmittelbranche. Man isst halt mehr zu Hause. Am Gärtnerplatz zu feiern ist momentan beliebter, als sich in eine leere Kneipe reinzusetzen. Davon profitiert der Lebensmitteleinzelhandel sehr stark. Aber es gibt natürlich auch die Branchen, die davon profitieren, weil sie Digitalisierung betreiben. All diejenigen, die zum Thema Homeoffice beitragen können, File-Sharing-Dienste. Wir haben in München einen sehr starken Bereich der großen Apple, Google, Amazon, Microsoft, SAP. Die profitieren natürlich auch davon. Und ich glaube, dass diese Krise eine Chance ist. Und das möchte ich auch vorangestellt wissen. Es bringt jetzt nichts zu jammern. Und es bringt jetzt auch überhaupt nichts, Trübsal zu blasen. Solange jeder gesund ist, wie wir zwei, glaube ich, gibt es überhaupt gar keinen Anlass, immer nur den Pessimismus rauszustellen. Ich glaube, dass es wichtig ist, nach vorne zu schauen, die Chancen, die auch diese Krise bietet, zu ergreifen. Für München, für die Stadt, aber auch für jeden Einzelnen persönlich, für jeden Geschäftsgewerbetreibenden, denn die bilden, jedenfalls aus der steuerlichen Perspektive gesehen, das Herz unserer Stadt. Von 7,5 Milliarden Gesamteinnahmen, die wir in dieser Stadt haben, beziehen wir 2,7 Milliarden aus der Gewerbesteuer. Und daran merkt man schon, über ein Drittel kommt aus den Betrieben, die hier in München ansässig sind, wie stark die sind und wie natürlich auch steuerstark sie sind. Das wird sicherlich sich dieses Jahr ändern. Und dann werden wir sicherlich gewaltige Reduktionen auch im Steueraufkommen haben. Gibt es Best Case, Base Case und Worst Case Szenarios, wenn man das so neudeutsch nennt. Ich glaube, das sind Rechenbeispiele, die man natürlich auch beziffern kann. Am Ende des Tages kommt es aber darauf an, welche Lockerung kommt zu welcher Zeit, wie wird es weitergehen in der Gastronomie, in der Hotellerie. Und letztlich dürfen wir nichts vergessen, es werden immer Menschen sein, die davon betroffen sind. Das sind die Angestellten, die jetzt alle noch so ein bisschen, ich würde es mal nennen, Wattebausch leben, Kurzarbeitergeld, was sehr, sehr wenig ist. Von 60 oder 67% kann jemand, der in der Gastronomie, vor allem im Service arbeitet, schlicht und ergreifend nicht leben. Das ist unmöglich. Ohne Trinkgeld, richtig, in einer teuren Stadt wie München. Deswegen müssen wir schauen, dass wir möglichst bald wieder aufmachen. Ich teile allerdings auch die Auffassung der Staatsregierung, die wird ja immer oft belächelt und kritisiert und man könnte doch viel schneller. Ja, man könnte schon schneller, aber man sieht es an anderen Bundesländern, man sieht es an anderen Staaten. Israel ist gerade zum Beispiel, das durch die Presse stark geht mit der zweiten Welle, wie stark natürlich dann auch ein Land wieder getroffen wird, wenn man schon auf dem Weg der Besserung war. Deswegen, ja, es könnte auch in München schneller gehen und der Ministerpräsident tut aber gut daran, keine Hoffnungen zu wecken, sondern tatsächlich zu sagen, Vorsicht. Vorsicht bei der zweiten Welle, Vorsicht, ob überhaupt ein größeres Geschehen wieder kommt, weil das natürlich dann auch diese Hoffnung, diese Zuversicht in die Zukunft ganz jäh erstmal wieder unterbricht. Und ich glaube, gerade wenn wir jetzt im Blick auf beispielsweise das Messewesen schauen, wir versuchen ja zusammen mit der Messe München beispielsweise die Expo Real zu machen. Die war früher ein reines Präsenzevent. Und dieses Jahr haben wir es ein bisschen umgestrickt zu einem hybriden Event. Es gibt Präsenzveranstaltungen, es gibt aber auch viel
ins Internet verlagert. Und das ist auf der einen Seite eine gute Geschichte, weil natürlich auch die Messe München als eine Tochtergesellschaft der Landeshauptstadt München präsentieren kann, wozu sie fähig ist. Dass also Veranstaltungen nicht immer nur im Präsenzbereich stattfinden müssen, dass man sie auch im digitalen Bereich, im Online-Bereich inhaltsreich und gut abspielen kann. Aber jeder merkt natürlich so in den ersten Lockerungen der Gastronomie, wie schön das ist, wenn man sich mal wieder in die Augen schauen kann. Und wenn man mal wieder versucht, auch Kontakte persönlich zu knüpfen, gerade wenn man sich überhaupt noch nicht kennt, ist es natürlich auch wichtig, mal persönlich am Tisch gesessen zu sein. Und ich denke, dass der Weg, den wir jetzt sehen, der richtige ist, sanft zu öffnen. Manche übertreiben es, das gehört auch dazu, aber da darf man dann auch schon mal den Finger in die Wunde legen und sagen, Leute, schön, dass ihr Spaß habt, aber denkt auch dran, was das für Folgen haben kann. Nicht nur für euch selbst, sondern vor allem auch für diejenigen, die zu Hause bleiben, die wenig rausgehen, die vorsichtig sind, die Hände nicht schütteln, die vielleicht auch respektieren, was es an Maskenregeln und allem anderen dran gibt. Das tut man ja nicht nur für sich selbst, sondern auch für die anderen. Und dieser gesellschaftliche Respekt, das Rücksichtnehmen aufeinander, das ist, glaube ich, wichtig, dass man das immer wieder betont. Oftmals sind es auch nur Empfehlungen, aber auch an Empfehlungen kann man sich halten. Und letztendlich tun wir es für unsere Stadt München, weil wir in dieser Stadt ja nicht nur leben, sondern auch arbeiten wollen. Und Arbeitsplätze werden jetzt sicherlich einige wegfallen. Wir werden zum, denke ich, September, Oktober eine sicherlich größere Welle an Insolvenzen sehen. Die Insolvenzantragspflicht wird dann wieder scharf gestellt, außer die Bundesregierung, was sie ja gerade tut im Moment, überlegt, ob sie diesen Zeitpunkt etwas weiter nach hinten verlegt. Aber es ist natürlich auch eine trügerische Ruhe. Einerseits Kurzarbeitergeld, auf der anderen Seite keine Insolvenzantragspflicht. Da wird es auch viele erwischen, die einfach über die Zeit hinweg Schulden aufgebaut haben, zwangsläufig Miete, Leasingraten und alles, was man halt so fürs Geschäft braucht, Löhne, Gehälter, die sie vielleicht überfordern. Und ich denke aber auch da, man muss nach vorne schauen, Neues beginnen und Neues wagen. Viele tun ja so, als ob das Ende der Welt jetzt erreicht sei. Ich bin der Meinung, die Chancen überwiegen ganz deutlich die Risiken. Man muss gut präpariert sein, aber München ist halt auch ein guter Standort. Wir speisen uns ja nicht nur aus dem eingangs erwähnten Automobilsektor, aus dem verarbeitenden Gewerbe. Wir haben auch eine ganz starke Universitätsszene, 19 Universitäten, die von LMU, TU, Fachhochschule beginnend bis zu ganz kleinen hochspezialisierten Universitäten für gute Ausbildung sorgen. Wir haben eine starke IT-Industrie oder ITK, wie man es ja auf Neudeutsch immer sagt, die auch in Krisenzeiten noch gut arbeiten kann, weil auch der Arbeitsplatz oder die Arbeitsweise natürlich perfekt dafür geeignet ist. Die Münchner Mischung, die immer allseits gerühmt wird, also die Großunternehmen, die DAX-Konzerne, der große Bereich des Mittelstands, der so das Rückgrat bildet, und natürlich die vielen Einzelunternehmer, machen schon relativ krisenresistent. Aber Krisenresistenz bedeutet nicht, dass man diese Einschläge, die jetzt Covid verursacht hat, nicht spürt. Und da dagegen zu steuern, ist auch unsere Aufgabe im Referat für Arbeit und Wirtschaft. Wir hatten ja die Corona-Soforthilfen dankenswerterweise bekommen vom Wirtschaftsministerium, um die in München zu bearbeiten und auszuzahlen. Da haben wir insgesamt über 300 Millionen Euro in Münchner Unternehmen ausbezahlt, an Münchner Unternehmen ausbezahlt, die wir mit 90.000 Anträgen insgesamt unterlegt hatten. Und das ist natürlich schon eine gewaltige Masse. Da gilt natürlich der Dank erstmal den Kolleginnen und Kollegen im Haus, das darf ich an der Stelle auch sagen, weil ohne die wäre es nicht gegangen. Viele andere auch aus anderen Referaten, die mitgeholfen haben, aber das ist ein Schritt dafür. Wir versuchen als Stadt München, da gilt jetzt der Blick, den Fokus auf den Kämmerer, auf den Christoph Frey, Mieten zu Stunden, soweit es irgendwie vertretbar ist, Gewerbesteuerzahlungen zu Stunden und einfach dafür zu sorgen, dass man die Liquidität nicht so sehr abdreht, dass gar nichts mehr übrig ist. Und am Ende des Tages versuchen wir damit ein Paket zu schnüren, das dazu hilft, nicht zu stolpern und vor allem nicht hinzufallen, sondern auf den Füßen zu bleiben. Und wenn die Krise denn nun vorbei ist, wenn wir einen Impfstoff sehen, wenn wir vielleicht eine bessere Behandlungsmöglichkeit sehen, weiterzumachen, neu zu starten und nach vorne zu blicken.
Jetzt könnte man ja, Sie haben gerade schon über die Lockerungen gesprochen und dass Sie und da vielleicht ein bisschen auch zu schnell gehen und woanders vielleicht zu langsam. Man könnte ja fast meinen, dass wenn man hier nicht weit von hier am Gärtnerplatz vorbeifährt oder an der Isar, dass das Ganze schon wieder vorbei ist. Was glauben Sie denn, selbst wenn wir jetzt irgendwann einen Impfstoff auch haben, irgendwann vielleicht nächstes Jahr, wie nachhaltig werden die Folgen dieser Pandemie uns treffen? Also wird es uns wirtschaftlich noch über Jahre hinweg beschäftigen oder glauben Sie, dass dann relativ schnell wieder Normalität einkehren wird? Also da muss man ganz genau differenzieren, in welchem Bereich man über die Folgen spricht. Wenn ich jetzt die städtischen Haushalte und Finanzen anschaue, das wird uns noch über viele Jahre verfolgen, dieses Thema, weil wir natürlich jetzt gegensteuern. Das heißt auch Geld ausgeben, um Bereiche zu stützen, Kunst, Kultur, auch unsere städtischen Gesellschaften. Tierpark ist so eine der augenfälligsten Themen, aber auch Flughafen und Messe, die natürlich extrem getroffen sind, sind da dabei. Die Stadtwerke München, die auch viele Forderungen stunden, die auch versuchen, in ihrem Bereich dazu beizutragen. Wenn man über die Frage spricht, spüren wir die Folgen im Arbeitsmarkt? Da bin ich der Meinung, der Arbeitsmarkt wird sicherlich eine Delle bekommen. Aber dadurch, dass in München so viele große, gute Unternehmen, ein ganz breiter Mittelstand und auch viele Einzelkämpfer und viele Selbstständige, Solo-Selbstständige da sind, kann ich mir vorstellen, Arbeit gibt es genug. Das wird sich relativ bald wieder einrenken. Das ist wahrscheinlich 1-2 Jahre und dann denke ich, dass sich der Arbeitsmarkt wieder gefangen haben wird. Wenn wir natürlich jetzt auf die Struktur Münchens blicken, also auch auf uns als Verwaltung, was haben wir daraus gelernt? Ja, wir haben gelernt, dass Homeoffice geht, dass Homeoffice funktionieren kann, sicherlich nicht in allen Bereichen. Wenn Sie zum Kreisverwaltungsreferat gehen und einen neuen Führerschein, einen neuen Pass haben wollen, dann müssen Sie momentan noch persönlich vorbeisprechen. Und da gilt auch der Dank den Kolleginnen und Kollegen, die trotz Corona in diesen schwierigen Zeiten jetzt immer noch vor Ort den Dienst am Kunden machen. Gleichwohl müssen wir diese Digitalisierungswelle, die auch die Verwaltung erfasst hat, vorwärts treiben, weil es einfach eine Chance ist, auch in der Zukunft leistungsfähiger zu werden, mit weniger Menschen mehr zu leisten. Und natürlich müssen wir sparen in der Stadt. Das wird eine Folge sein, um die wir gar nicht umhin kommen. Die ersten Sparrunden sind schon eingeläutet. Das gilt sowohl für die Frage, stellen wir neue Menschen ein? Das gilt aber auch für die Frage, werden Stellen nachbesetzt? Das gilt aber auch für die Frage, wie viel Geld geben wir wofür aus? Und jetzt müssen wir natürlich fokussieren in die Bereiche, die die Zukunft mitgestalten. Wo investieren wir noch? Wo sparen wir? Also ich glaube schon, dass die Krise so einen Halt gegeben hat, der jetzt mal zum Nachdenken zwingt und auch zum Überlegen zwingt, was tun wir da eigentlich? Was ist sinnvoll? Was ist zukunftsgerichtet? Wo ist es auch richtig, Hilfe zu geben, zu unterstützen und Menschen nicht in Armut fallen zu lassen, nicht in die Wohnungslosigkeit fallen zu lassen? Wir sind eine soziale Stadt. Das ist gut so, das ist richtig so. Menschen dürfen sich bei uns sicher fühlen, dürfen sich auch mal ausprobieren. Auch wenn man mal scheitert, weiß man, du wirst in München nie auf der Straße stehen. Und das ist ein Versprechen, das wir als Stadt, die Stadtverwaltung gibt. Und es ist auch wichtig, dieses Versprechen mit Leistung zu unterlegen. Darum müssen wir uns kümmern. Das kostet viel Geld. Das ist aber auch auf lange Frist richtig. Klimaziele sind ein Thema, das augenfällig natürlich in erster Linie mit dem Thema, wo ist das Klima in 5, in 10, in 20 Jahren verknüpft wird. Das ist aber auch ein ökonomisches Thema, denn die Technologien, die Techniken, die dort entwickelt werden, die in München entwickelt werden, von Münchner Unternehmen, sind ja auch etwas, was weltweit Einsatz findet. Damit kann man auch Geld verdienen. Klimaschutz hat auch eine ökonomische Dimension. Und das ist jetzt völlig egal, ob wir über Fleischersatz reden, über beispielsweise den berühmten Fleischersatzburger, oder ob wir reden über die Frage, wie behandle ich Wasser, Abwasser, wie wird in Zukunft das Auto fahren, wird es mit Wasserstoff fahren, Themen, die auch an der Technischen Universität München sehr viel Beachtung finden. Welche Startups gibt es? Flugtaxis ist so ein ganz prominentes Beispiel. Ich persönlich glaube jetzt nicht daran, dass wir in 5 Jahren uns nur noch mit Flugtaxis durch die Gegend bewegen werden. Aber die Technologie, die dabei entwickelt wird, die ist ganz wichtig. IAA ist auch ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert worden ist. Ich bin froh, ich bin glücklich, dass zusammen mit dem Klaus Dittrich es uns beiden gelungen ist, diese IAA nach München zu ziehen.
Das war ein harter Kampf, das war auch politische Überzeugungsarbeit, die wir leisten mussten. Aber jetzt, glaube ich, sieht man erst den Wert dieser Messe. Da geht es ja nicht nur darum, dass man 12 Zylinder auf irgendeinen Platz stellt und sagt, wie schön die Welt ist. Das haben auch die Automobilkonzerne schon verstanden, dass das die Zukunft nicht sein wird. Sondern es geht um die Frage der Mobilität in der Zukunft. So, und damit meine ich auch von der zweirädrigen bis zur vierrädrigen Mobilität. Damit meine ich auch die ÖPNV-Mobilität. Denn auch das sind ja Autos, wenn auch im großen Maßstab, nennt sich dann Bus. Und die Frage, wie wird der angetrieben? Wird der immer noch mit Diesel fahren? Wird der mit Wasserstoff fahren? Hat der eine Batterieelektrizität? Wie sind die Bewegungskonzepte der Zukunft? Wie kann ich Bewegung digital steuern? All das wird von Firmen, die auf der IAA präsentieren werden, dargestellt. Und ich glaube schon, dass es für München sich auch gut schickt, als Hightech-Standort, als Standort vieler Firmen mit dem Blick in die Zukunft, so eine Messe in München zu haben. Und ganz nebenbei, neben allen Aspekten, die genannt sind, geht es auch um die Hotellerie, um die Gastronomie, die natürlich von so einer Messe enorm profitiert. Und da reden wir über ca. 500, 600 Millionen Euro Umwegrentabilität, was für München und für den Großraum München von eminenter Bedeutung ist. Und wenn man jetzt München, Stichwort Großraum, einordnet, dann gibt es die europäische Metropolregion, die ja bis weit hinter Ingolstadt reicht. Auch da einer der großen bayerischen Autohersteller ansässig. Auch die Region profitiert natürlich ganz erheblich davon. Flughafen München, das bayerische Oberland, die Ausflüge, die dann auch von vielen Messebesuchern gemacht werden. All das sieht man erst jetzt, wo es nicht mehr da ist, wie viel diese Messen dazu beigetragen haben, wie viel die Kongresse dazu beigetragen haben. Es gab ja immer ganz kritische Worte und kritische Diskussionen, die nicht ganz zu Unrecht auch gesagt haben, überhitzt München, ist München zu schnell unterwegs. Ich glaube, dass man schon gesehen hat, dass es diese hohe Geschwindigkeit, diese Entwicklung auch braucht, um all die Menschen hier in der Stadt auch in Beschäftigung zu halten, um die Steuern einzunehmen, mit denen wir uns die Dinge leisten, die wir uns in der Vergangenheit leisten konnten. Auch die wollen wir in Zukunft unseren Bürgerinnen und Bürgern der Landeshauptstadt München geben. Man kann an der einen oder anderen Stelle sicher justieren, aber ich denke, dass ziemlich klar geworden ist, dass dieses prosperierende München auch wieder in der Zukunft hier sein muss. Dafür arbeiten wir in der Verwaltung. Und ich denke, dafür arbeitet aber auch jeder Einzelne an seinem Arbeitsplatz, der trotz Corona mit allen Risiken tagtäglich seine Leistung bringt. Jetzt haben Sie gerade von der Digitalisierung auch der Verwaltung, auch im Hinblick auf das KVR und alles, was da so passiert. Und gerade privat umgezogen, war schon relativ happy, dass man jetzt per Post sich ummelden kann. Was wird denn davon nach dieser Corona-Zeit bleiben? Also gerade wenn wir mal so ein Stichwort wie Ummelden nehmen, wird es dafür in Zukunft auch eine Lösung geben, die nicht bedeutet, dass ich vor Ort vorbeischauen muss? Mit Sicherheit. Also es ist ja die Wahrheit, dass wir in der Stadt München teilweise noch Prozesse haben, die einfach sicherlich sehr gut sind, sehr präzise sind und auch gut nachvollziehbar sind, aber wir arbeiten natürlich schon noch viel mit Papier. Das möchte ich jetzt gar nicht als Kritik verstanden wissen, sondern das ist einfach eine Zustandsbeschreibung. Und natürlich ist auch klar, dass hier die Digitalisierung Einzug halten muss. Jetzt blickt man sicherlich nach Asien. Singapur-Beispiel ist ja immer so ganz nett genommen, wo man dann mit seinem digitalen Pass nur noch aufs Knöpfchen drückt und dann kommt der neue Führerschein raus und der neue Pass raus. Wenn man mal genau hinschaut, stellt man fest, so einfach ist es auch nicht. Und so sicher ist es auch nicht überall. Und man muss die Dinge schon genau durchdenken und auch prüfen, bevor man sie wirklich einsetzt. Aber die Grundhaltung, Digitalisierung nicht als Gefahr zu empfinden, sondern als Chance zu empfinden, Digitalisierung als Akzelerator zu empfinden, die Digitalisierung in all ihren Ausprägungen auch in die Tat umzusetzen. Und es ist völlig egal, ob es jetzt nur der Umzug, das Ummelden ist oder ob es andere Dienstleistungen sind, wie der neue Ausweis, der neue Führerschein oder ob es einfach auch um eine Meldebestätigung geht. All das zu Hause vom PC machen zu können, bringt Zeit für Sie, für Ihre Familie, vielleicht auch Ihren Arbeitgeber, für Ihre eigene Arbeit, für Ihre Selbstständigkeit, spart vielleicht den ein oder anderen Kundenberater im KVR, der dann tatsächlich mehr leisten kann, weil er schneller am PC arbeitet. Das hat auch alles Vorteile. Und natürlich müssen wir auf die Kolleginnen und Kollegen schauen, die dort arbeiten. Am Ende des Tages gilt natürlich auch eines: Wir reden hier ja nicht über abstrakte Computer, die irgendwo im Keller vor sich hin arbeiten, sondern wir reden immer wieder über Menschen.
Und auch die Menschen brauchen ihre Arbeit und die wollen auch gut bezahlt sein. Deswegen muss man das Thema Digitalisierung und Zukunft gut mit den Menschen besprechen. Man muss schauen, was ist möglich, was ist nicht möglich, was wird akzeptiert und wo ist doch auch ein persönlicher Kontakt wichtig. Das merken Sie jetzt auch gerade, wenn Sie in Richtung Messen blicken. In Asien haben ein paar Messen schon wieder geöffnet. Ich war gestern mit einem Sachverhalt in China konfrontiert, wo Massen von Menschen tatsächlich wieder zu Messen gegangen sind. Und die machten den ganz zufriedenen und glücklichen Eindruck. Ich habe mit einem Kollegen in China gesprochen, der sehr glücklich darüber war, dass er sich mal wieder austauschen konnte. Und zwar nicht nur virtuell per Videokonferenz, Chat oder in diesen Formaten, sondern einfach auch physisch. Und ich glaube, ja, es wird was von der Digitalisierung übrig bleiben, auch bei uns als Stadt München, vor allem bei uns als Stadt München, in der Stadtverwaltung. Aber es wird immer Bereiche geben, die einfach nur persönlich bearbeitet werden können. Eine gute Mischung zu finden, zu beschleunigen und vielleicht auch effizienter zu machen, das ist unsere Aufgabe. Und dafür haben wir 2018 das Referat für Informationstechnik, das RIT, gegründet. Und das ist etwas, was wir uns als Stadt, glaube ich, auch auf die Fahnen schreiben können. Wir sind vielleicht nicht immer die Schnellsten, aber was wir machen, das hat Qualität. Und ich glaube, das ist schon das richtige Vorgehen gewesen. Jetzt haben wir gerade viel über digitale Technologien gesprochen. Wäre denn eine Pandemie wie die wir gerade durchleben, überhaupt denkbar, ohne diese ganzen Helferlein, die uns gerade zumindest so ein bisschen ermöglichen, überhaupt weiterzumachen? Also die Pandemie orientiert sich ja nicht an der Digitalisierung. Das ist ein Virus, der kommt und der geht. Der war wahrscheinlich schon vor tausenden Jahren in anderer Form, an anderer Stelle da. Nicht nur wahrscheinlich, der war sicher damals schon da. Und ich glaube, dass wir mit der Digitalisierung viele Folgen abmildern können. Wir können uns austauschen, ohne dass wir uns physisch treffen müssen. Wir können Dinge bestellen, bearbeiten. Wir können selber arbeiten. Und es wird auch da immer Bereiche geben, die sind nur bei physischer Präsenz möglich. Das Auto am Band zusammenschrauben können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter solcher Autofirmen nur physisch. Das geht halt noch nicht digital. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass die Digitalisierung die Zukunft ist und sein wird. Das sieht man auch auf der ganzen Welt. Aber ich bin auch der Überzeugung, dass die Nachhaltigkeit, die wir mit der Digitalisierung haben, für München erhalten bleiben wird. Vielleicht zu dem Thema Pandemie und digitale Helferlein noch einen Satz dazu. Wir haben ja gesehen, als so der Shutdown kam und als alles so richtig in den Stillstand gekommen ist, da war Kommunikation das Thema Nummer 1. Und Telekommunikation geht ja nun klassischerweise übers Telefon. So ein Ding haben noch viele zu Hause stehen, aber viele haben auch schon gar kein Telefon mehr zu Hause. Und da war es dann natürlich ganz interessant zu sehen, wie plötzlich die Mobilfunknetze auch immer so in den Fokus gerückt sind. Da gibt es ja auch immer heiße Diskussionen. Muss der Mobilfunkmast wirklich sein? Werden wir von Strahlen nur noch umzingelt und umgeben? Man hat aber auch gesehen, dass Mobilfunk auch was Positives hat. Denn viele haben nur noch so ein Handy. Und ja, die Pandemie konnte man mit dem Handy sicherlich besser überleben. Man konnte einander sehen, man konnte miteinander reden. Deswegen glaube ich, wir haben die Pandemie besser überlebt, weil wir digitaler sind. Dazu gehört aber auch zu dieser Wahrheit, dass wir diese digitalen Dinge auch in der Stadt akzeptieren müssen. Und zwar nicht nur das Handy in der Hand, das jeder hat, mit der Erwartung, das wird schon funktionieren, sondern wir müssen auch die Baustellen akzeptieren, die bei Glasfaserverlegungen sind. Wir müssen auch akzeptieren, dass auf manchen Dächern Handymasten stehen. Wir müssen auch akzeptieren, glaube ich, dass Digitalisierung schon auch mal Lasten mit sich bringt. Dinge werden vielleicht auch ein bisschen teurer, weil die Technik besser wird, der Internetanschluss wird schneller. Ich denke, das gehört zur Wahrheit auch dazu. Und das muss man den Menschen erklären, warum das so ist. Und dass die Erfahrung jetzt bewiesen hat, dass wir mit all diesen digitalen Helferleins die Krise sicherlich deutlich besser bewältigt haben, als wenn wir sie nicht hätten. Man denke zurück in die 70er Jahre, als das Telefon noch eine Wählscheibe hatte und als es nicht ganz so einfach war, mit einer Videokamera einen anderen Menschen zu sehen, schon gar nicht 1:1. Ich glaube, da wäre die Krise sicherlich anders ausgegangen. Man hätte sie auch überlebt, aber die Produktivität ist sicherlich besser geblieben mit der Digitalisierung.
Jetzt haben wir gerade schon ein bisschen über Veranstaltungen gesprochen. Das ganze Gewerbe drumherum ist natürlich besonders betroffen. Die Eventtechniker, die Tontechniker, alles, was mit Video zu tun hat, im Veranstaltungskontext, die ganzen Locations, die wir ja in München auch in großer Menge haben, die momentan quasi kompletten Stillstand haben. Jetzt kann man natürlich virtuelle Formate machen, wie wir sie hier gerade machen. Aber viele Dinge fallen trotzdem weg. Gibt es denn Pläne, wie man dieses Gewerbe nochmal besonders unterstützen kann in dieser Situation? Weil so wie es momentan aussieht, wird das ja bis Jahresende zu deutlichen, schwerwiegenden Einschnitten gerade in diesem Bereich kommen. Wir als Stadt München haben ja anders als das Land oder der Bund keine Fördertöpfe, aus denen wir Auszahlungen leisten können, um mit einem Geldbetrag das Unternehmen zu stützen. Dafür gab es beispielsweise die Corona-Soforthilfe des Freistaats. Es kommt ja jetzt noch die Corona-Hilfe des Bundes, wo bestimmte Teile der Betriebsausgaben übernommen werden. Aber zur Wahrheit gehört auch dazu, wir werden in der Stadt München sehr wahrscheinlich so schnell keine großen Events sehen. Sowas braucht ja auch Vorlauf. Ja. Wenn ich mich jetzt erinnere an die großen Konzerte des letzten Jahres, letztes Jahr war ja ein Rekordjahr an Open-Air-Konzerten, viele davon habe ich mir angeschaut. Ja, die Veranstaltungstechnik, die bringt vielen Menschen Lohn, Brot und Arbeit, vielen Unternehmen ihr Geld, das sie einnehmen müssen, um auch mal Gewinn zu machen, um auch die Eigentümer zu motivieren, eine solche Unternehmung, ein solches Unternehmen zu betreiben. Und wenn Sie nach Hilfe fragen, da will ich ganz ehrlich sein, wir als Stadt München versuchen natürlich, Events so weit als möglich in irgendeiner Weise vertretbar zu erlauben. Das sind aber keine Großevents. Das sind keine Events, wie wir sie in den vergangenen Jahren gesehen haben, keine Konzerte auf dem Königsplatz, keine Konzerte in den großen Stadien. Das sind auch keine Konzerte in Clubs, in kleineren Hallen. Ja, und da leidet die Kunst, Kultur, Kreativwirtschaft und alles, was damit zusammenhängt, also auch Lichttechnik, Tontechnik, Kameras, erheblich drunter. Das wird noch eine Weile so bleiben. Und da sind wir tatsächlich auch als Stadt darauf angewiesen, dass Bund und Land helfen. Wir können Dinge machen wie Gewerbesteuer zu Stunden. Wir können Dinge tun wie beispielsweise Strom-, Gas-, Wasserrechnungen hinauszuschieben. All das, was in unserer städtischen Hoheit liegt, tun wir auch. Wir können auch, wenn ich jetzt zum Beispiel an die Wirte denke, die Beträge, die die Wirte der Stadt München zahlen, beispielsweise für ihre Markisen und Ähnliches, die sogenannte Luftraumsteuer, auch so ein Relikt aus alter Zeit, es gibt sie noch, Freischankflächen, da können wir die Rechnungen stunden. Das ist das, was wir dafür tun können. Mehr können wir als Stadt München leider nicht tun. Wir versuchen an jeder Stellschraube zu drehen, an der wir drehen können, weil wir natürlich auch diese Unternehmen für die Zukunft erhalten wollen. Denn jetzt, wenn es so langsam wieder losgeht, brauchen wir sie. Ohne Eventtechnik keine Veranstaltung, ohne Veranstaltung keine Räume, die vermietet werden können, beispielsweise die Messe. Ja. Und ohne vermietete Räume gibt es halt auch keine Besucher, die in Hotels gehen, die dort schlafen, nächtigen, die dann im Restaurant zum Essen kommen, in der Innenstadt zum Einkaufen gehen und in München einfach für den Umsatz sorgen, der die Stadt am Leben erhält und der Ihnen beispielsweise dann auch Aufträge bringt. Und dafür zu sorgen, dass das wieder so wird, das ist die oberste Pflicht. Und ich denke, das nehmen Stadt, Land und Bund aber auch wirklich sehr ernst, verantwortungsvoll ernst. Und natürlich verstehe ich, wenn der eine oder andere sagt, ja, jetzt muss es aber schneller gehen. Wir brauchen jetzt schneller wieder Aufträge. Bei all dem muss man natürlich immer abwägen. Gesundheit gegen Geschwindigkeit, ganz so einfach ist es nicht. Jetzt sind Sie ja auch Chef des Oktoberfests sozusagen, das ja dieses Jahr ausfällt. Der erste Wiesenwirt hat diese Woche gesagt, dass er quasi nicht mehr dabei sein wird in den nächsten Jahren und hat dabei auch leichte Zweifel anklingen lassen, ob es denn überhaupt nächstes Jahr stattfinden kann. Wie ist da Ihre Meinung dazu? Sind Sie optimistisch, dass wir nächstes Jahr wieder ein Oktoberfest erleben werden? Ja, also ich bin nicht nur optimistisch, ich bin absolut sicher, dass wir im nächsten Jahr ein Oktoberfest erleben werden. Es geht ja nicht nur ums Oktoberfest, es geht ja auch um viele andere Veranstaltungen auf der gesamten Welt. Es geht um die weltweite Wirtschaft. Die Krise ist ja nicht nur eine Deutschland beschränkte, sondern es ist eine weltweite. Deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass alle Anstrengungen auf dieser Welt darauf
liegen, einen Impfstoff oder ein Medikament wenigstens zur Behandlung zu finden. Und ich bin mir absolut sicher, dass wir das um die Jahreswende spätestens sehen werden. Deswegen ja, ich bin optimistisch fürs Oktoberfest. Auch da sei dazu gesagt, viele Menschen haben ja die Wiesn immer so ein bisschen abschätzig gesehen. Da gibt es Menschen, die haben zu viel getrunken, die liegen dann irgendwo in der Ecke und erleichtern sich vielleicht in verschiedenen Weisen, in Vorgärten und Ähnliches. Da gebe ich auch recht, das sind unschöne Bilder. Wenn man aber die schönen Seiten, und 98% der Wiesn sind schön, sieht, Menschen, die sich freuen, die eine schöne Zeit haben, die auch mal abschalten können, Geschäfte, die dort besprochen, getätigt und geschlossen werden, Freizeit, die dort verbracht wird, die Freude, die ja auch den Menschen ja ins Gesicht geschrieben steht. Und wenn man sich der Wiesn nähert und so am Goetheplatz schon riecht, es gibt Mandeln, es gibt Zuckerwatte und die Wiesn hat ja immer so einen eigenen Geruch und auch einen eigenen Sound. Dann glaube ich, werden viele feststellen, ja, man kann daran Kritik üben, aber das Positive überwiegt doch. Und das ist, glaube ich, auch einer der guten Effekte dieser Pandemie, dass man wieder zu schätzen weiß, was ein Oktoberfest für München nicht nur eine ökonomische Bedeutung hat. Wir reden über 1,3 Milliarden Euro, die an Umwegrentabilität ausgegeben werden, also vom Taxifahren über das Hotel bis zum Einkaufen in der Stadt hin. Viele Menschen, die davon leben, auf der Wiesn zu arbeiten. Viele Menschen, die in der Innenstadt große Teile ihres Jahresumsatzes mit Touristen machen. Man denke an die typischen Andenken, Souvenir, Trachtenmodegeschäfte. Man denke an all die Lieferanten, die die Wiesn beliefern. Vom Bierkrug bis zum Händel, von der Zuckerwatte, dem glasierten Apfel, bis hin zu den Zeltbauern beispielsweise. Auch da gibt es viele Menschen, die davon leben. Und ich denke, das wird sehr, sehr deutlich werden, dass diese ausgefallene Wiesn gut ist, um mal innezuhalten und den Wert dessen zu erkennen, was die Wiesn für München, für den Ruf Münchens in der Welt, aber auch für den Ruf von Volksfesten generell bedeutet. Das merkt man immer erst dann, wenn man es nicht mehr hat. Und so spröde es klingt, ich bin froh, dass es ein 2021 gibt. Und ich bin noch viel froher, wenn ich die Wiesn 2021 mit eröffnen darf. Und ich bin mir sicher, dass das nächstes Jahr stattfinden wird. Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Wenn Sie auf die letzten Wochen schauen, gibt es eine Sache, von der Sie hoffen, dass sie auch nach dieser ganzen Ausnahmesituation so bleiben wird? Also was die Veränderungen angeht, die Dinge, die sich durch Corona verändert haben. Gibt es da eine Sache, von der Sie hoffen, dass es bleiben wird? Ja, da gibt es tatsächlich was und das ist sehr, sehr analog. Das ist etwas, wo viele vielleicht jetzt sagen, naja, Schmunzel, Schmunzel. Aber ich glaube, die persönlichen Begegnungen und die persönlichen Begegnungen aller Orten im Büro, in einem Wirtshaus, draußen, die wieder wertzuschätzen, dass man sie durchführen kann, dass man sie ohne Angst durchführen kann, dass man wieder sich umarmen kann, die Hand schütteln kann und einfach mal aufeinander wieder zugehen kann, ohne Angst haben zu müssen, vielleicht hat sie oder er irgendwas. Ich glaube, das ist etwas, was man umso mehr zu schätzen weiß. Vielen Dank. Gerne. Danke fürs Vorbeikommen.